Die Schere zwischen arm und reich ist in Kenia riesig. Und wer sich hier nur die schönen und reichen Gegenden ansieht, der hat nur die Hälfte gesehen. Darum geht es heute nach Kibera. Das ist mit Sicherheit Kenias, aber vielleicht sogar ganz Afrikas größter Slum. Die Schätzungen der Bewohner gehen hier weit auseinander. Von 200.000 bis über 1 Million. Aber das nur mal so zur Info, denn das hier soll kein reißerischer Beitrag werden. Und aus genau diesem Grund möchte ich einige Worte vorwegschicken. Viele Menschen haben bei einer solchen Slumtour Bedenken, dass man sich das aus Sensationslust ansieht oder jemanden ungewollt zur Schau stellt. Andere sind sehr sorglos und drücken praktisch jedem ihre Kamera ins Gesicht. Auch ich hatte meine Bedenken, gerade bei den kleinen Schulkindern. Nach reiflicher Überlegung habe ich eine Grundsatzentscheidung getroffen und möchte in Zukunft meine vorsichtige Haltung ablegen. Denn die Betroffenen haben häufig kein Problem damit. Wenn möglich, wird vorher gefragt, ob es okay ist zu filmen. Meist lautet die Antwort ohnehin ja. Wenn nicht gefilmt werden möchte, wird nicht gefilmt. Und diejenigen machen sich in der Regel auch selbst bemerkbar. Und selbst wenn es niemanden stört, bleibt immer noch die Frage, ob man das filmen und zeigen sollte. Letztendlich zeige ich das Leben, unverstellt, wie es ist. Und das gehört nun einmal zum Leben dazu. Ich denke, es ist ohnehin wichtiger, das Gezeigte einzuordnen, als es zu verschweigen. Starten wir also unsere Tour mit 2 Führern, die beide hier aufgewachsen sind und auch hier leben. Sie sind auch die Hauptquelle für meine Informationen. Als erstes sehen wir uns den Markt an, der zweitgrößte der Stadt ist und meiner Meinung nach ein ganz normaler Markt, wie ich ihn auch in vielen anderen Teilen der Welt gesehen habe. Das gibt auch gut die Richtung vor, denn im Gegensatz zu dem, was hier vielleicht einige erwarten, habe ich, und ich denke, so viel kann ich vorwegnehmen, keine Bettler, Kranken oder Hungernden in den Straßen gesehen. Man findet hier Arbeitsbetriebe, Geschäfte und Wohnungen, wie überall, nur eben auf einem anderen Niveau. Einige der Probleme, die man erwarten würde, sieht man hier sofort. Ja, die Wege hier sind enger und sie sind weder gepflastert noch eben. Und ja, die wenigen Hauptstraßen sind zum Teil in desolatem Zustand. Und abermals ja, Müll ist hier eins der offensichtlichsten Probleme. 2-mal am Tag fährt der Zug und bringt die Menschen zur Arbeit, Schule und dergleichen. Und auch Strom gibt es hier. Es gibt sogar 2 Bezugsquellen. Einmal den offiziellen, der teurer ist, und dann gibt es auch noch Kibera Power, den günstigen und illegalen Strom, der vor allem schlichtweg gefährlicher ist. Das ist jedoch einer der Punkte, an denen man arbeitet. Projekte von offiziellen Stellen subventionieren zum Beispiel den offiziellen Strom, sodass ihn sich jeder leisten kann und nicht auf illegal verlegte Leitungen angewiesen ist. Wie wichtig der Strom hier ist, kann man sich leicht vor Augen führen. Denn seitdem nachts für eine Beleuchtung gesorgt wird, hat sich auch die Situation um die Kriminalität hier deutlich verbessert. Sicherlich nicht zuletzt auch, weil jetzt auch Polizeibeamte in Zivil abends unterwegs sind. Ich gebe zu, ich war überrascht, als ich gehört habe, dass es hier relativ wenig Gangkriminalität geben soll und es sich meist um individuelle Gewaltverbrechen handelt. Andererseits, bei so vielen Menschen auf kleinem Raum wundern mich Gewaltausbrüche eigentlich nicht. Aber auch Vergewaltigung und Raub stehen auf der Tagesordnung. Und für viele hier liegen die Gründe auf der Hand. Armut, Arbeitslosigkeit, Alkohol- und Drogenmissbrauch. Aber kommen wir nun zur nächsten Station, die die sanitäre Situation beleuchtet. Hier haben wir eine der größten Herausforderungen überhaupt. Wir machen gleich Halt an einem sogenannten Biocenter, einer Einrichtung mit einigen Klos und Duschmöglichkeiten. Etwas, das es so in den Häusern nicht gibt. Es gibt mehrere solche Biocenter und eins versorgt ungefähr 1000 Menschen. Die Benutzung kostet hier nur wenige Cent und trotzdem kann oder will sich das nicht jeder leisten. Was macht also der Rest? Flying Toilet heißt hier das Stichwort. Man verrichtet seine Notdurft, groß und klein, in eine Plastiktüte und entsorgt diese. Ein Hinweis auf die Art und Weise der Entsorgung liefert der Name Flying Toilet, also fliegende Toilette. Das Plastiktütenverbot ergibt plötzlich viel mehr Sinn. Wir haben auch ein Zentrum für Frauen besucht. HIV und AIDS sind hier weit verbreitet und vor allem stigmatisiert. Vor 20 Jahren haben sich hier einige Frauen zusammengetan, um dieses Problem anzugehen. Mittlerweile hilft man sich auch dabei, finanziell unabhängiger zu werden. So hält man zum Beispiel Hühner und die Frauen lernen Schmuck herzustellen, den man hier verkauft. Ich zeige es nur von außen, denn drin kann man sich auch medizinisch beraten lassen, wovon rege Gebrauch gemacht wurde. Und da es nur ein großer Raum
ohne Privatsphäre war, wollte ich nicht auch noch filmen. Das habe ich dann wieder, wie bereits angekündigt, in der Schule gemacht, die hier übrigens auch mit Einnahmen aus der Slum-Tour und den Spenden finanziert wird. Es war natürlich schön und hat sicherlich den netten Nebeneffekt, dass man am Ende tiefer ins Portemonnaie greift. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann war es auch eine angenehme Unterbrechung vom Schulalltag. Zum Abschluss haben wir uns dann auch noch ein typisches Haus angesehen. Wir haben uns dann verabschiedet und jeder ist seiner Wege gegangen, zurück in unsere eigene Welt. Doch zuvor habe ich noch Halt beim Friseur gemacht. Denn meiner Meinung nach ist es nie verkehrt, die lokale Wirtschaft zu stärken. Und dann verlasse auch ich Kibra wieder. Mir ist nichts passiert und ich habe mich sicher gefühlt. Mir hat es hier sogar gefallen, was sicherlich nicht zuletzt daran lag, dass hier nicht alles eingezäunt ist. In meinen Erinnerungen bleibt das hier der freundlichste Slum Afrikas.